glaube auch, dass es einfach ein Gefühl ist, Hebamme zu werden. Und wenn man sich gut kennt, selbst, dann hat man das einfach in sich und weiß, dass Hebamme das Richtige ist. In dem Studiengang Geburtshilfe Hebammenkunde geht es ja hauptsächlich darum, eine Berufsausbildung mit einem akademischen Abschluss zu vereinen. Und die Arbeit der Hebamme umfasst ja ganz viele verschiedene Arbeits- und Tätigkeitsbereiche, wo auch viel Entscheidungs- und Handlungsspielraum besteht. Und in dem Studiengang soll uns einfach nähergebracht werden, wie man handelt, was es heißt, Hebamme zu werden, einfach diese Kompetenzen, die man dafür braucht, zu entwickeln und diese dann auch richtig in der Praxis anzuwenden. Die Arbeit der Hebamme umfasst viel, viel mehr als nur die Geburt und die Betreuung des Kindes. Als Hebamme kann ich freiberuflich arbeiten, sodass ich mir meine Zeit und meine Termine selbst einteilen kann und ich die Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft besuchen kann. Ich kann als Beleghebamme arbeiten, sodass ich mit der Frau in die Klinik gehe, wenn es zur Geburt kommt. Ich kann allerdings auch nur in der Klinik arbeiten, im Schichtdienst. Dann kann ich Rückbildungskurse geben. Ich kann die Frau nach der Geburt rundum betreuen mit Akupunktur, Homöopathie. Also ich habe, wenn ich den Beruf der Hebamme erlernt habe, ganz viele Möglichkeiten. Und Hebamme sein heißt nicht, dass ich nur in der Klinik arbeite, um Kinder zur Welt zu bringen, sondern das umfasst die ganze Schwangerschaft. Das Studium verbindet Theorie und Praxis sehr gut. Man fängt am Anfang des Studiums mit ganz einfachen Sachen an und erarbeitet sich dann sozusagen die Geburt und alles, was dazugehört. Wir schnuppern in jedes Themengebiet rein, von der reinen Hebammenkunde bis hin zum Mensch über Psychologie. Also es ist alles abgedeckt. Und alles, was wir in der Theorie lernen, dürfen wir dann in der nachfolgenden Praxisphase auch anwenden, sodass wir immer einen Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis haben und unser Wissen natürlich dann auch gleich testen können. Also eine Geburt leiten, ein Kind zur Welt holen, hat natürlich auch Schattenseiten. Es verläuft nicht alles immer wie im Lehrbuch. Es gibt auch viele Situationen, in denen man schnell handeln muss und trotzdem einen kühlen Kopf bewahren muss. Man hat viel Verantwortung, man hat in dem Moment 2 Menschenleben in der Hand, man muss immer auf der Hut sein. Wichtig ist einfach, dass man bei der Sache ist, egal wie schlecht vielleicht der eigene Tag war, dass man am Anfang ganz viel gibt und am Ende dann ganz viel zurückbekommt und dass man einfach geduldig ist. Geburtshilfe heißt Geduld haben, auch wenn vielleicht kein Ende in Sicht ist. Und einfach den Frauen und ihren Partnern ein schönes Geburtserlebnis zu schenken, auch wenn vielleicht alles danach aussieht, als verläuft nicht alles nach Plan. Also ich glaube, Geduld und Empathie ist eine der wichtigsten Stärken für den Beruf der Hebamme. Die Ernst-Abbe-Hochschule kooperiert mit verschiedenen Krankenhäusern und wenn man sich dafür entschieden hat, Geburtshilfe Hebammenkunde zu studieren, dann bewirbt man sich zuerst an einem Krankenhaus, welches mit der Ernst-Abbe-Hochschule kooperiert. Man bewirbt sich also sozusagen wie für eine Berufsausbildung. Und wenn ich den Arbeitsvertrag mit dem Lehrkrankenhaus in den Händen halte, kann ich mich dann an der Ernst-Abbe-Hochschule einschreiben.
Im Frühjahr kann man sich am Hochschulinformationstag an der Ernst-Abbe-Hochschule über den Studiengang Geburtshilfe und Hebammenkunde informieren. Man kann dort alle Fragen stellen, die man hat, sich auch mit Studentinnen des Studienfachs unterhalten, austauschen und sich erstmal so einen ersten Eindruck über den Studiengang einholen. Auf der Webseite der Ernst-Abbe-Hochschule gibt es eine Infobroschüre über den Studiengang Geburtshilfe Hebammenkunde und dort findet man unter anderem auch die Kooperationshäuser, an denen man sich dann für den Studiengang bewerben kann. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich nach meinem Bachelorabschluss auf alle Fälle in meiner Klinik arbeiten, in der ich jetzt auch arbeite. Ich fühle mich dort sehr wohl, wurde super ins Team integriert und es ist einfach schön, auf Arbeit zu kommen und nicht zu wissen, was einen erwartet, wie viele Frauen da sind, auf welche Charaktere man wieder trifft. Das ist einfach ein tolles Feeling und das möchte ich nicht missen. Und auch wenn man auf Wochenstation arbeitet, man kommt immer wieder mit den Frauen ins Gespräch, welche man vielleicht auch unter Geburt begleitet hat. Man kann mit den Vätern nochmal sprechen. Das ist einfach toll. An der Ernst-Abbe-Hochschule gefällt mir gut, dass es ein ganz offen gestalteter Komplex ist. Es werden alle Studienfächer irgendwie miteinander vereint. Alle Gebäude sind mir zugänglich. Es gibt ganz viel Infomaterial, ganz viele Aushänge, worüber ich mich belesen kann. Es gibt eine tolle Bibliothek, die immer zugänglich ist mit ganz viel Fachliteratur, auch für den Studiengang Geburtshilfe Hebammenkunde, der ja noch nicht allzu lange an der Ernst-Abbe-Hochschule besteht. Und ja, es ist einfach eine entspannte Atmosphäre.